Hey everyone, Dana here. Okay, so I wrote the script for this video in English, aber jetzt habe ich total Bock darauf, dieses Video auf Deutsch zu machen. Also tue ich das. I wrote the script for this video in English. I already said that part, but now I really want to film this video in German. So that's what I'm going to do. I am also planning to make English subtitles for this video, which should be able to be turned on using the CC function here on YouTube. So I've got my English script, and now I'm gonna film this video in German. Pig und Hog. Auf Deutsch ist das Wort für Pig Schwein und das Wort für Hog ist Sau. Und auf Deutsch können beide diese Wörter very bedeuten. Also man kann sie dazu benutzen, um ein Adjektiv zu verstärken. Manchmal kann man auf Deutsch Schwein und Sau für das gleiche Wort benutzen, um das Wort zu verstärken. Und ich meine, dass das Wort teuer so ein Beispiel ist. Ich meine, dass man auf Deutsch schweineteuer und sauteuer sagen kann also teuer bedeutet expensive, also ich meine schweineteuer und sauteuer bedeutet very expensive. Okay, nächstes. Saukalt, sauwarm, schweinekalt, aber schweinewarm? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man schweinewarm sagt. Und ich weiß nicht, warum man schweinekalt sagt und vielleicht nicht schweinewarm. Und wieso sagt man saukalt und sauwarm, aber ja, vielleicht nicht schweinewarm? Ist es, wie es klingt, schweinewarm? Gibt es ein Muster? Das ist, was ich frage. Das ist, was ich mich frage, ob es ein Muster gibt. Also, falls ihr einen Gedanken dazu falls ihr einen Gedanken dazu habt oder etwas teilen möchtet, könnt ihr das gerne in den Kommentaren. Schnell ist das deutsche Wort für fast. Und ich meine, dass sauschnell ein Ding sein könnte, weil als ich online nach sauschnell gesucht habe, habe ich tatsächlich Infos dazu gefunden, also zu dem Wort. Aber als ich schweineschnell gesucht habe ich eher Infos darüber bekommen, wie schnell Schweine sind. Also dann habe ich gedacht, ich glaube, dass schweineschnell eher nicht ein Ding ist, das Leute sagen, aber vielleicht sauschnell. Schwer ist das deutsche Wort für es ist das Wort für difficult, aber auch für heavy. Etwas kann schwer sein. Jetzt frage ich mich, also was ich sagen wollte ist, ich meine, dass auf Deutsch man sauschwer und schweineschwer sagt, meine ich. Aber jetzt frage ich mich, ob das schwer wie difficult bedeutet oder schwer wie heavy? Oder könnte es beide sein? Okay, weil was ich als nächstes sagen wollte, was ich in dem Skript geschrieben habe, ist, ich wollte sagen, ich bin unsicher, ob man das Gegenteil sagen kann. Das Gegenteil von schwer habe ich einfach hier geschrieben. Und ich wollte sagen, ja, Schweine einfach, Sau einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob man das auf Deutsch sagt. Aber jetzt frage ich mich, ob ich hätte schreiben sollen, sauleicht. Okay. Und das nächste Ding, was ich hier in dem Skript geschrieben habe, ist über das Wort stark. Stark bedeutet strong auf Deutsch. Und ich meine, dass man auf Deutsch saustark sagt, aber ich habe dann gelernt, als ich es gesucht habe, dass das nicht einfach very strong bedeutet, sondern etwas wie awesome. Also saustark,
Awesome. Aber dann frage ich mich, ob man schweinestark auch sagt und ob das auch awesome bedeutet. Ich meine nicht. Okay, ich habe noch ein paar und ich lese sie einfach hier ab. Sau viel und sau wenig. Ich glaube, man kann die sagen, aber ich bin mir unsicher, ob man Schweine viel und Schweine wenig sagt. Ich meine nicht, aber ich weiß immer noch nicht, wieso oder wieso nicht. Oh ja, ich habe geschrieben, sauber bedeutet clean auf Deutsch und ich würde Spaß haben, sauber zu sagen, aber ich meine nicht, dass man das auf Deutsch sagt. Ich habe, also das Wort für wet auf Deutsch ist nass und ich habe nach saunass gesucht online, aber ich habe dann Infos zu Saunas bekommen. Also dann habe ich gedacht, ich meine dann, dass saunass vielleicht kein Ding auf Deutsch ist. Ich weiß es nicht. So my question for you is, all my questions in this video, jetzt rede ich auf Englisch, all meine Fragen in diesem Video. Wie benutzt ihr Sau oder Schwein mit Adjektiven? Gibt es ein Muster dafür? Gibt es eine Regel? Gibt es einen Grund? Welche von diesen Wörtern würdet ihr tatsächlich benutzen? Ja, please let me know in the comments below. Thanks so much for watching auf Deutsch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Content von mir For more content from me, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, @wantedadventure. Ich mache meine Instagram-Stories normalerweise auf Deutsch und ich mache auch dafür normalerweise Englisch-Untertiteln. Until next time, auf Wiedersehen!